Was passiert, wenn Gordon Taylor, einer der bekanntesten Car-HiFi-Entwickler der Welt, Langeweile hat und mal wieder irgendwie was Neues rausbringen will? Genau, eine neue Endstufenserie. Heute für euch hier ja, eine relativ in Deutschland unbekannte Serie, und zwar die Signature Series von DLS. Da habe ich einmal die S2, ich habe die S4 und ich habe die S1. Alle in der 12-Volt-Version. Von ein paar davon gibt es auch 24-Volt-Versionen. Die habe ich mir nicht angeguckt, weil ich habe kein LKW. Aber auf jeden Fall, diese Endstufen habe ich hier, habe ich gemessen, habe ich gegengecheckt. Und ja, das gucken wir uns heute an. Diese wunderschönen Endstufen habe ich von meinem Kollegen Dennis zur Verfügung gestellt bekommen. Er ist gerade am Umbauen und hat gesagt, komm, hier, die Endstufen brauche ich gerade nicht, guck sie dir doch mal an. Ja, und das habe ich gemacht. Ich habe mir die Endstufen einmal auf meinem neuen Endstufen-Testbench angeschaut. Das heißt, geguckt, wie viel Clear machen die, wie viel Leistung machen die und so weiter und so fort. Das gucken wir uns alles an. Und außerdem noch die Besonderheiten von diesen Serien. Aber fangen wir erstmal back to the basics an. Gordon Taylor. Muss man den kennen? Ich würde sagen, vielleicht sollte man ihn schon mal gehört haben. Denn Gordon Taylor steckt tatsächlich hinter den legendären Genesis-Endstufen. Wenn ihr noch nichts von den Genesis-Endstufen gehört habt, liegt daran, weil es die so gesehen nicht mehr gibt. Das heißt, die Firma Genesis existiert zwar noch, aber wird nicht mehr wirklich von Gordon Taylor unterstützt. Und die legendären Endstufen, die Gordon damals für Genesis gebaut hat, also sowas wie eine Dual Mono und so weiter und so fort, das sind richtig krasse Endstufen, die halt auch einfach komplett Wettbewerbsniveau sind und da ja eigentlich regelmäßig immer noch relativ viele Preise absahen, weil es sind wirklich, wirklich ordentliche Endstufen. Ja, und der Gordon Taylor, der macht nicht nur Endstufen, das heißt, der hat Endstufen designt, macht er jetzt halt nicht mehr so viel, beziehungsweise die hier schon, sondern der macht halt auch ganz viel Endstufen-Tuning. Das heißt, wenn ihr jetzt eure Genesis-Endstufe da irgendwie habt, könnt ihr die theoretisch in die UK schicken. Das ist leider keine EU mehr. Und dann werden die halt entsprechend gepimpt, wie ihr die haben wollt. Für einen Hochton, für einen Mittelton, für einen Tiefton, Subwoofer, was auch immer, kann man da bei Gordon Taylor immer noch das letzte Quäntchen rauspressen aus den Endstufen. Ja, und der gute Herr hat jetzt einfach mal Hand angelegt bei DLS. Warum bei DLS? DLS hat quasi zum Jubiläum, zum 40. Jubiläum, wollten die eine neue Serie rausbringen und haben die sogenannte Signature Series rausgebracht. Diese Serie ist in Deutschland sehr unbekannt, weil, ich weiß nicht genau warum, aber sie wird halt in Deutschland nicht aktiv vertrieben. Das heißt, wenn ihr versucht, einen deutschen Händler dafür zu finden, dann wird es ein bisschen schwierig, weil der deutsche Vertrieb vertreibt diese Endstufenserien einfach gar nicht. Warum? Weiß ich nicht. Uninteressant für den deutschen Markt. Deutschland sowieso generell Car-HiFi technisch ein bisschen schwierig. Trotzdem habe ich die da, weil man kann sie natürlich auch aus dem Ausland erwerben. Und ja, jetzt liegen sie hier und deswegen gucken wir uns die an. DLS selber beschreibt diese Endstufen hier als nächste Evolutionsstufe. Wir sagen, es ist einfach alles reingeflossen, was irgendwie an Klangtreue geht, soll möglichst niedrige Verzerrung haben und einfach nur aus High-End-Komponenten bestehen, was auch immer an der Stelle jetzt High-End heißt. Aber was heißt das genau? Wir gucken uns einmal die 3 Endstufen jetzt mal genauer an. Und damit würde ich hier einmal ein bisschen Platz machen und halt mit der S2 anfangen. Heißt, die S1 kommt erstmal zur Seite, die S4 kommt erstmal zur Seite und wir gucken uns hier die S2 an. S2, wie ihr gerade schon gesehen habt, definitiv am kleinsten von allen. Also eine kleine Zweikanal-Endstufe, die S4 ist eine Vierkanal-Endstufe und die S1 ist eine Mono-Subwoofer-Endstufe. Alle Endstufen aus dieser Serie sind komplett aus Metall gefertigt. Das heißt, hier ist kein Plastikspaß oder sonst irgendwas, sondern das hier ist alles richtig schön. Wir sehen hier auch von den Anschlüssen her, wir haben einen Low-Level-Eingang, wir haben einen High-Level-Eingang, wir haben einen Gain, einen Bass, wir haben hier quasi Crossover, die wir setzen können. Ja, und auf der anderen Seite, ganz klassisch, Strom, Remote, Masse und Kanal 1, Kanal 2. Also eigentlich nichts wirklich Wildes. Ihr seht, die ganzen Schrauben ist hier halt so ein bisschen Goldanschein. Jetzt habe ich diese Logos sind wirklich sehr kratz- und fettfingerempfindlich.
aber die müssen glänzen. Das ist ja schließlich hier, so soll es sein. Schön glänzend hier. Genau, wir sehen hier auch in Gold dann dieses S2 und auf der Rückseite sehen wir hier, machen wir so, Signature Serie S2 und die ist aus Schweden und wir haben hier Designed by Gordon Taylor. Wir haben hier einen aktiven Lüfter drin, das heißt, das Ding wird gekühlt, das Teil musste auch oder hat auch ordentlich gepustet, als ich mal diese Endstufe hier einfach mal auf meinem Workbench, quasi meiner Endstufenteststation, auseinandergenommen habe. Diese Zweikanal ist eine AB-Endstufe. Das heißt, wir haben hier keine Klasse D-Technologie, sondern klassische AB, Analog-Endstufe quasi. Sie kann sehr vielseitig eingesetzt werden für Front, Rear, als aktive Lösung, für Tieftöner, gebrückt an Subwoofer, was auch immer. Gemessen habe ich hier aus der Endstufe 2x118 Watt an 4 Ohm. Ich habe alle Messungen an 14,8 Volt durchgeführt. Und ja, am 5 Watt hatten wir hier 0,012% Clear und das Minimum lag bei 22 Watt mit unfassbaren 0,0078% Clear. Also richtig, richtig feine und tatsächlich, als Spoiler jetzt an der Stelle, die beste Serie von allen, die wir gerade hier haben. Zumindest was die Clear-Werte angeht. Schieben wir mal hier zur Seite und machen wir mal den großen Bruder. Die S4. Die S4 ist quasi identisch zur S2 vom Aussehen her. Das heißt, wir haben hier überall den gleichen Kühlkörper. Das ist richtig massiv, das ist richtig schwer, das ist richtig schön. Auch von unten gleicher Aufbau, Design bei Gordon Taylor, Lüfter und hier die paar Infos. Das ist identisch. Wir sehen, die ist ein bisschen größer als die S2. Okay, es sind ja auch 4 Kanäle drin. Gucken wir uns mal die Eingänge an. Hier haben wir Level Inputs, das heißt, für alle 4 Kanäle können wir hier mal reingehen. Wir haben auch High-Level Inputs für alle 4 Kanäle. Wir haben 2 Gains. Auch hier haben wir entsprechend unsere Crossovers, die wir hier setzen können. Und auf der anderen Seite auch relativ ähnlich. Wir haben eine Status-LED für An- und für Protected. Wir haben Masse, Remote und Plus. Und an der Stelle haben wir hier halt 4-mal den Terminal für die Lautsprecher. Auch die Endstufe habe ich einmal durchgemessen und habe da 4x107 Watt entnehmen können. An 2 Ohm hat diese Endstufe tatsächlich 4x155 Watt gemacht. Und auch das hier ist eine klassische AB-Endstufe, das heißt analoge Technologie, mit genug Leistung, um zum Beispiel ein komplettes Frontsystem zu betreiben. Oder auch ein passives Frontsystem mit einem Subwoofer. Dafür würde ich sie jetzt nicht unbedingt verwenden, aber auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Stufe. Und jetzt machen wir einfach mal den größten Bruder in der Serie. Und so, da ist quasi die S1. S1 ist ein Subwoofer-Monoblock. Subwoofer-Monoblock heißt, das Teil hat einen Kanal. Und weswegen ich Subwoofer sage, es ist so, dass es keine Full-Band-Stufe ist, sondern die macht verstärkt nur von 10 bis 250 Hertz. Das heißt, wenn man hier 1 Kilohertz drauf gibt, dann hat man nicht sehr viel Spaß, weil da kommt nichts raus. Im Gegensatz zu den anderen beiden ist das hier jetzt tatsächlich eine Class D Endstufe. Das heißt, hier ist Digital-Endstufe, analog und analog. Einmal so ein bisschen, ja, auch die Strategien gewechselt, sage ich mal. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich viele andere digitalen Endstufen von Gordon Taylor kenne. Okay, aber auch hier gehen wir einmal kurz drauf ein. Was haben wir? Wir haben Eingänge, also auch hier ganz normal Eingang. Wir haben hier einen Subsonic, den wir setzen können. Wir haben eine Phase, die wir ändern können. Und wir haben einen High-Level-Input. Und auf der anderen Seite, hier haben wir auch ganz normal wie immer Masse, Remote Plus und unseren Lautsprechereingang. Auf der Rückseite sehen wir auch ein klassisches Bild. Auch hier der Designed by Gordon Taylor Unterschriftsding. Wir haben einen Lüfter und die Seriennummer. Alles so wie sonst auch. Eine Sache, die mich tatsächlich aktiv triggert, ist
dieser Größenunterschied. Das heißt, man kriegt es halt nicht hin, irgendwie, weiß ich nicht, die ordentlich anzupositionieren. Also wenn es jetzt zumindest eine S6 geben würde, die genauso groß wäre wie eine S1 oder so, dann könnte man 3-Wege-Frontsystem und Subwoofer. Und das wird halt irgendwie cool aussehen. Aber so, ich tue mir sehr schwer. Und ich glaube, das, wo es bei mir hinauslaufen würde, wäre eine Mischung aus nur S2. Die S1, die hat offiziell ist sie angegeben an 4 Ohm mit 450 Watt. Bei mir hat sie 512 Watt rausgespuckt. Das heißt, an 1 Ohm kommen da locker über 1 kW aus dem Teil. Also auf jeden Fall schöne Endstufe. Optisch wunderschön, wirklich designerisch, schön, haptisch, super, echt schwer. Natürlich nicht zu vergleichen mit so einem digitalen Korea-Board oder so, die halt viel kleiner sind und halt anders aufgebaut. Aber man muss ganz klar dazu sagen, Clearwert-technisch hat die S2 ganz weit die Nase vorne. Danach kommt die S4 und die S1 gut als Subwoofer Monoblock jetzt auch nicht so super interessant an der Stelle. Ist der Digital In Bypass Modus. Digital was? Digital In Bypass Modus heißt, wir können einfach diese Endstufe hier quasi an der Klappe einmal aufschrauben und dann gibt es hier bei der 2-Kanal 2 Jumper, bei der 4-Kanal 4 Jumper, bei der 1-Kanal 1 Jumper, den wir einmal umstellen können. Und was bringt uns das, wenn wir das umgestellt haben? Es ist relativ einfach. Alles, was wir hier an diesem Panel hier quasi haben, also all das hier, ist einfach aus. Das ist dann quasi nicht mehr in Benutzung. Das heißt, man kann hier noch im Signal reingehen und das war's dann. Dieser komplette Filterbereich hier, der wird dann einfach deaktiviert, wenn wir den Jumper hier quasi umstecken. Das heißt, wir stecken den Jumper um und die komplette Filtersektion ist aus. Genauso wie auch der Gain-Regler, der hat dann gar keine Funktion mehr. Aber wie soll ich dann noch einen Gain einstellen, wenn der Gain-Regler keine Funktion hat? Also ist eigentlich auch nicht das Problem. Mit einem richtigen DSP können wir hier halt einfach gucken, dass hier richtig reingeht. Wenn wir hier keinen Gain-Regler haben, dann ist diese Endstufe eingestellt auf fest 2 Volt. Das heißt 2 Volt Eingangsmaximalspannung auf dem Low-Level ist dann genau das, was diese wunderschöne Endstufe hier dann bekommen will. Und um euch einmal zu zeigen, wie das geht, mache ich jetzt einfach mal die S4 hier auf und zeige euch das. Also die anderen beiden zur Seite und S4 nehmen wir jetzt mal auseinander. Hat mich hier sowieso gestört, dass das hier einmal falsch rum ist. So, dann nehmen wir es einmal hoch und hier haben wir die Jumper zum Umstellen. Das heißt, das hier sind unsere Jumper und ich gucke mal, dass ich das näher rankriege. Also hier sieht man sie. Da sind unsere Jumper und die können wir jetzt quasi einfach einmal umstellen auf den anderen Slot und dann hätten wir quasi den Modus einmal aktiviert. Das ist alles. Jetzt können wir den hier will ich mal richtig rum draufschrauben. So, und dann geht's weiter. Was heißt das, wenn wir jetzt halt die Filtersektion einfach ausmachen? Wir haben einen unverfälschten direkten Pfad quasi in die Verstärkungstransistoren. Normalerweise, wenn wir jetzt halt diese Filtersektion haben, ja, da sind, zumindest steht in der Anleitung, da sind High-End-Komponenten verbaut, ja. Aber trotzdem hat das halt immer so ein bisschen, geht's auf den Clear, geht's auf die Lautstärke, geht auf verschiedene Sachen. Gegebenenfalls ist es dann halt nicht mehr komplett gerade der Frequenzgang. Und ja, an der Stelle kann man das jetzt komplett deaktivieren. Quasi keine Verfälschung, pures Audio. Aber wann oder wie kann ich denn, wenn ich da keine Filter habe, dann kann ich ja gar nicht mehr an meinen Endstufen einen Highpass setzen und so weiter. Genau darum geht's. Genau darum geht es. Und ja, wie macht man das denn bitte sonst? Ganz einfach mit einem DSP. Ich habe schon
letzter Zeit ein Video gemacht, was euch ein DSP alles bringt. Und ich habe auch schon ein Video gemacht, wieso euch ein DSP weiterbringt. Und alle wollen mir noch nicht glauben. Ich bin der Meinung, doch, eigentlich ein DSP ist schon sehr, sehr Pflicht heutzutage. Und das kann man hier quasi mit so Endstufen dann nochmal exzessiver treiben. Weil man hat dann halt wirklich alles digital im DSP eingestellt. Weichen, EQ, Boost, alles Phase, alles am DSP eingestellt. Und man geht halt nur noch mit dem Analogsignal in die Endstufe. Und die muss nichts anderes mehr machen, als einfach zu verstärken und nicht noch irgendwie Processing durchzuführen. Dadurch entsteht dann halt das Maximum an Klangqualität, das irgendwie möglich ist. Das heißt, die Kombination aus, ich habe ein DSP, ich habe Endstufen, die halt einfach nicht mehr irgendwie problematisch im Eingang sind, sondern einfach nur das machen, was sie tun, verstärken. Lohnt sich denn jetzt also diese Signature Series? Oh Gott, ist der wieder dreckig. Lohnt sich also nun diese Signature Series für Klangliebhaber? Ich würde sagen, es ist eine interessante Endstufe, die man auf jeden Fall mal ausprobieren sollte, falls man mal wieder ein bisschen analoges was haben will, falls man nicht auf voll digital und ich habe halt nur eine digitale, was weiß ich was, sondern wo man auch wieder ein bisschen ins Analoge geht, wo man den Flair von Gordon Taylor ein bisschen spüren will. Dann ist man bei dieser Serie auf jeden Fall sehr gut aufgehoben und dank abschaltbaren Eingangsfilterriegel kann man hier wirklich sehr, 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 sehr viel Klang rausholen. Ich bin mir recht sicher, dass wenn es diese Endstufenserie in Deutschland auch gäbe, man die auf einen oder anderen Wettbewerb sehen würde, weil ich glaube, so kostenintensiv sind die gar nicht. Was haltet ihr von der Signature Series? Oder habt ihr vielleicht eine alte Genesis Endstufe von Gordon Taylor? Schreibt es mir in die Kommentare. Und falls ihr auch eine spannende Endstufe habt, die es vielleicht nicht so im normalen Markt gibt oder komplett unterbewertet ist oder wo ihr sagt, hat die wirklich die Leistung, die sie haben soll, etc. pp., dann versucht mal einfach mal eine Anfrage mir auf der Homepage zu schicken, einfach um Kontakt und dann werde ich euch antworten, ob es für mich interessant ist oder nicht, diese Endstufe mal durchzutesten. So, und jetzt, wenn wir diese Endstufen haben, wollen wir sie betreiben, also brauchen wir einen DSP. Was für ein DSP? Was ist ein DSP? Was ist denn ein guter DSP? Und da habe ich 2 Videos für euch, die könnt ihr euch gerne mal angucken. Und zwar ist das eine tatsächlich eine Helix DSP Ultra, das heißt schon ein sehr, sehr, sehr feiner DSP aus dem Hause ATF. Und das andere ist jetzt einfach mal eine DSP-Endstufe, wo der DSP schon in der Endstufe drin ist. Wofür brauche ich da noch eine Endstufe? Ganz einfach, wenn man halt sagt, okay, ich habe mehr als X Kanäle, die dann halt diese Endstufe hat, dann braucht man natürlich noch ein bisschen Upgrade und dann sind auch diese Dinger hier ganz, ganz feine Spielgefährten. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.